Coach David hier, hi. Was Neues von G-Shock. TCC1, streng limitiert. Man munkelt 530 Stück weltweit. Schwarze IP-Beschichtung. In Deutschland soll es wohl nur 30 Stück geben. Alles aus Titan. Die App und. All das zeige ich euch jetzt. Schön, dass ihr wieder da seid. TCC. Sehr cooles Teil, oder? Jetzt aber noch ein bisschen Eigenwerbung. Am Freitag habe ich die goldene vorgestellt. Die goldene Hasenuhr. Video ist bereits online. Verlinke ich auch noch mal unten. Und in Kürze kommt die neue Frogman. 30 Jahre, die zweite, wird auch im Februar veröffentlicht. Und die TCC wird auch im Februar veröffentlicht. Hier sieht man nochmal die TVA und die TVB, die ich in einem extra Video vorgestellt habe. Die TVB habe ich auch nochmal im Unboxing-Video vorgestellt, verlinke ich auch nochmal alles. Denn die TVB ist im Gegensatz zu der TCC matt. Die TCC ist wirklich alles hochglänzend. Wie ihr sehen könnt, ein ganz spezielles Verfahren, was hier angewendet wurde. Und ja, jetzt müssen wir mal sehen, ne? Wer alles eine bekommt. 530 Stück weltweit soll es geben. Im deutschen Store sollen 30 Stück reinkommen. Im Februar ist es soweit. Sobald ich weiß, wann, gebe ich euch natürlich sofort eine Info. Interessant ist eben auch hier, guckt mal, dass sogar auf der Seite überall diese Beschichtungen drauf sind. Hier auch sehr schön zu sehen und auch auf der Schließe. Ich habe sie noch nirgendwo gekauft. Es handelt sich hier um ein Sample-Modell von G-Shock, deswegen kann ich euch die Uhr schon zeigen. Gehen wir jetzt erstmal die Specs durch und das Thema App zeige ich euch dann gleich. 104 Gramm leicht, Leute. Die Stahlversion wiegen 167 Gramm und das merkt ihr sofort. Machst du mal um, mir extra das coole Hemd besorgt. Passend zur Uhr. Ah, hier, guck mal. Ah, geil, ne? Die TVA hatte ja das normale Display. Hier ist wieder Negativdisplay wie bei der TVB. Ich mag das Negativdisplay viel, viel lieber. Das ist einfach ein Guss mit der Uhr, finde ich. Wenn da jetzt das helle Display dran sein würde, das würde nicht passen. Multiband 6 mit automatischer Funkzeitsynchronisation, 5-Tages-Alarme, Countdown-Timer, Schlummerfunktion, automatische LED-Hintergrundbeleuchtung, Timer-Einstellung, 300 Weltstädte kann ich hier einstellen, schwarze Ionenbeschichtung und eine 2-Prozess-Lasergravur, sprich es wird in 2 Schichten drauf gelasert, damit man überhaupt diesen Effekt hinbekommt. Sehr, sehr geil. Bei der Beschichtung handelt es sich um eine Tran-Tixi-Legierung. Wird von Nippon Steel Corporation hergestellt und ist doppelt so hart wie rein Titan. Das muss man sich mal vorstellen. Titan ist ja schon extrem hart. Das ist doppelt so hart. Tran-Tixi ist nicht nur extrem leicht, sondern hat auch antikorrosive und hypoallergene Eigenschaften. Auch interessant für Allergiker. Ich habe ja schon mal ein paar Mal erwähnt, bei Stahluhren bekomme ich immer nach ein paar Tagen so kleine Hitzepickel. Bei den Titanuhren gar nicht. Muss jetzt aber auch nicht von G-Shock sein. Auch bei anderen Titanuhren bekomme ich das nicht. TAF Solar ist natürlich verbaut, was man wieder nicht sehen kann. Sehr gut integriert. Selbst an der Seite finden sich die Schaltmuster wieder. Hier auch sehr schön zu sehen. Die Lasergravur 3459. Ist auch haptisch, also man merkt es auch als Gravur. Tatsächlich, es ist das einzig Matte hier drauf gefühlt. Ja, schon sehr geil. Also, ja, guckt euch's an. Es ist wirklich ganz tolle Uhr. Mega. Jetzt zeige ich euch nochmal den Vergleich. Hier die TVB 1 mit mattem Band. Und hier jetzt die TCC. Könnt ihr das sehen? Matt versus glänzend. Ja, das ist auch, also das ist immer noch so mein Lieblingsstück, ne? Der Square-Modelle, liebe ich ja. Wobei der schon gefährlich sein kann, weil dieses Glänzende sieht halt auch sehr, sehr edel aus.
Und es ist so eine Art 3D-Struktur durch diese zwei Schichten, diese zwei Farben, die da drauf gelasert wurden. Das hat wirklich was. Also das muss man auch mal in Live sehen. Man muss sich die in Live angucken. Ist einfach so. Also wenn man die Möglichkeit hat. Aber hier nochmal das Schnittchen. Davon gibt es bereits 2 Videos hier bei YouTube von mir. Mit Unboxing und Co. Schaut sie euch an. Eine richtig geile Uhr. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ganz toll. Wenn ihr sie noch bekommen könnt, kauft sie. Egal was sie kostet. Tolle Uhr, oder? Im Vergleich zur TVA und TVB durch das hochglänzende Band natürlich nochmal eine Ecke geiler. Oder anders geiler, sagen wir es mal so. Die TVB ist ja immer noch mein Favorit. Ich glaube, wenn ich die hier länger am Arm habe, dann könnte sie auch mein Daily Walker werden. Das könnte wirklich passieren, weil die Verarbeitung, das ist schon wirklich tipptopp. Und die Limitierung mit 530 Stück, auch erste Sahne. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie euch die Uhr gefällt. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann im G-Shock Store in Hamburg mal. Ich gebe auf jeden Fall mal eine Info rein, wenn ich da bin. Und es kommt noch mehr von G-Shock. So, dann schauen wir uns noch mal von nahem an, dass man einfach noch mal diese Beschichtung sieht, die mit 2 einzelnen Lasergravuren gemacht wurden. Hell und dunkel. Und ich weiß nicht, ob das auf dem Video rüberkommt, aber es wirkt so ein bisschen 3D-mäßig, wenn man da drauf guckt. Das ist ziemlich cool. Ja. Und es ist auch hier auf der Seite drauf. Das haben sie wirklich super gemacht. Seht das? Sehr geil, ne? Ja, und hier das Negativdisplay. Oh, ich bin ja ein totaler Fan davon, Leute. Ich weiß, viele von euch mögen es nicht. Ich finde das einfach nur super. Das ist so ein Gestaltungsobjekt. Und das ist so harmonisch mit dieser Uhr. Wenn wir jetzt sehen, wie das hier aussieht. So, jetzt machen wir nochmal Super Makro. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Hier jetzt auch die Gravur zu sehen. 3459, die eingelasert wurde, direkt außen am Gehäuse. Sehr cool, ne? Und hier nochmal das Zifferblatt und der Rand. Ah, das ist schon geil, ne? Protection. Jo. Mega. Ich mach sie mal an den Arm. Ist das geil. Leute, guckt doch mal bitte. Ist das cool oder ist das cool? Ha? Geht natürlich auch nur mit dem Hemd, ne? Also mit dem anderen Hemd kann man die nicht tragen. Also wenn ihr wissen wollt, wo es das Hemd gibt, sage ich es euch. Ja. Sehr cool, ne? Also ich finde ja, meine TVB wird es weniger an den Arm schaffen, wenn ich eine bekommen sollte. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Anders als bei den anderen Modellen, die MTGs zum Beispiel, wo ich am Freitag die App vorgestellt habe, mit der goldenen, brauchen wir für die 5000er Modelle die G-Shock Connected App. Also sucht einfach nach Casio G-Shock, dann kommt diese rote App mit schwarzem Hintergrund. Die öffnet ihr, dort stehen auch die 5000er drin. Klickt auf die entsprechende drauf. Jetzt muss ich hier drücken. Steht hier No ID. Mag daran liegen, dass es ein Sample-Modell ist. Die Zeitzonendaten wurden aktualisiert. So, die App sieht ganz anders aus. Und jetzt sehen wir eben hier, wie es aussieht. Hongkong. Wir stellen Hongkong mal ein. Auto on. Diese Stadt in der Uhr einstellen. Das ist jetzt die Home Time, Berlin. Seht ihr hier? Wenn ich jetzt auf Hongkong gehe
Und jetzt ändert er die Uhr. Einstellungen an Uhr senden. Connected. Zack. Habt ihr gesehen? 3:46 Uhr. Und jetzt sehen wir hier, Hongkong Time ist eingestellt. Genau, jetzt sehen wir hier nochmal die Karte. Und jetzt kann ich hier praktisch über die ganze Karte fahren und gucken, wo ich hinfliegen will. Sagen wir mal, ich will jetzt nach Mumbai. Mumbai ist es 0:22 Uhr. An diese Uhr senden. Steht hier wieder Connected. Einstellungen sind beendet. Wir haben aber immer noch Home Time New York. Wollen jetzt aber Mumbai zur Uhr schicken. Tauschen das Ganze. Und sagen jetzt, Mumbai soll damit hin. Und schon wird Mumbai hier getauscht. Connectet sich jetzt wieder. Und schon haben wir die Zeit 12:23 Uhr aus Mumbai. Beim ersten Mal schiebe ich es hier rüber, um auf die Platz 1 bis Platz 5 zu kommen. Beim zweiten Mal stecke ich es nochmal in die Uhr und dann sehe ich es dort sofort. Dann gibt es hier noch einen schönen Guide. Kann man verschiedenste Einstellungen machen. World Time. Nochmal, was man da genau machen muss. Stopwatch Timer. World Time hatten wir. Time and Places, Last Places etc. Utility, Alarm, Timer, Reminder. Kann man verschiedenste Sachen einstellen. Kann man alles gut über die App machen. Timer kann man hier genauso an die Uhr schicken. Und wenn man einen Reminder schickt, dann blinkt oben rechts REM an dem Tag und dem Zeitpunkt, wann das eingestellt wurde. Zum Beispiel Geburtstag oder ähnliches. Ohne dass die Uhr jetzt großartig piept. Genau. Dann kann ich hier noch weitere Uhren verbinden. Telefonfinder-Einstellungen etc. Also man kann hier Zeiteinstellungen, Beleuchtungseinstellungen und Sommerzeiteinstellungen. Also ist alles möglich. Ja, funktioniert super. Guckt es euch mal an. Lohnt sich auf jeden Fall, sobald ihr eine B5000er habt und sie auch mit auf der Liste steht. Hier oben seht ihr auch schön die Akkukapazität der Uhr. Finde ich sehr geil, gerade mit diesen 300 Weltstädten, die man dort ganz schnell an die Uhr senden kann. Ich hatte ja in dem Gold-Video mit der goldenen Uhr, mit der Hasenuhr, habe ich schon erwähnt, dass es noch 3 Uhren gibt aus einer Serie, ganz neu, und da ist auch was ganz Besonderes, was es so bei G-Shock auch noch nicht gegeben hat. Kann ich euch nur sagen, guckt es euch an, richtig geil. Ich bin gespannt, freue mich auf eure Kommentare, Likes und Co. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schönen Sonntag noch. Bis dahin, ne? Macht's gut. Ciao.